So, ist schon lange kein Video mehr rausgekommen. Wir machen gerade zum zweiten Mal. Fangen jetzt auch gerade mal ein bisschen anders da an sogar. Und zwar, heute filme ich ja nicht, sondern es macht meine Freundin. Name ist unbekannt, soll niemand wissen. Wir haben, wie ihr schon sehen könnt, ein anderes Projekt. Nicht nur Mopeds restaurieren wir, sondern auch Fahrzeuge in allgemeinem T4 oder auch in anderen Modellen wie Lada oder so. Irgendwann wird es schon kommen. Aber erstmal kommt ein T4, langer Traum und lange Visionen. Wie ihr seht, hat er schon einige Jahre hinter sich. Ja, also und natürlich ohne so ein riesiges Projekt, weil es ja ein Haufen Arbeit ist und einige Sachen auch im technischen Bereich einfach erneuert und auch modernisiert werden soll. Natürlich auch ein bisschen von Aussehen her ein bisschen geiler. So, zu diesem Projekt brauchen wir auch natürlich eine Werkstatt oder eine so gesagte Kooperation und Partner. Was dieses Projekt sowie aber auch die Serie über den T4-Ausbau sowie auch Restauration und auch Wiederherstellung eines voll funktionstüchtigen T4 sowie aus den Jahren 1995 werden wir natürlich mit Prinzengarage agieren und auch dementsprechend auch fungieren. Mit denen werden wir den T4 wieder ausbauen, Prepper, Survival Mode. Wie es genau gemeint ist, werdest du in den Laufe der ganzen Serie sehen und auch finden und herausfinden, wie das auch genau gemeint war. Was noch dazu kommt, wir bekommen die Garage, sowie aber die Werkstatt, Hebebühne etc., Werkstattausrüstung etc. alles zur Verfügung gestellt, und er hilft uns natürlich auch, wie das alles fungiert, weil ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von dem von den Motortechniken oder von sonstigen. Deshalb ist es am besten, wenn einer dabei ist, der wo einfach das Grips und Hirnschmalz dafür hat, und ich hab's nicht. Und deshalb würde ich sagen, schaut doch mal gern vorbei bei Prinzengarage, wenn ihr irgendwie ein Auto habt, der braucht wieder mal eine Wartung, er braucht Temperatur, was Bremsen, alles anbetrifft, Karosserie muss geschweißt werden, Oldtimer, Punkt Oldtimer. Ihr habt einen Oldtimer, aber keine Garage oder ihr habt keinen Platz für ein drittes oder viertes Fahrzeug, dann findet ihr bei Prinzengarage auf jeden Fall den Platz und auf jeden Fall die Liebe dazu, dass das Fahrzeug ausgefahren wird, dass es im Sommer tadellos anspringt und das über Winter dort schlafen kann. Darüber hinaus kann auch Prinzengarage das Auto wieder aufbereiten, Polster, ich gehe mal von Polsterreinigung aus, polieren, wachsen etc. Volles Programm für den Oldtimer und für auch die ganz neuen Fahrzeuge. Weil ich jetzt gerade neue Fahrzeuge anspreche, sind auch E-Autos drunter gemeint. Habt ihr ein E-Auto, dann kann nachhaltig durch Solarenergie auf den Dächern sowie auch vor Ort geladen werden, vorm Tor, im Tor, so wie ihr es möchtet, und auch fahrbereit vor der Tür, stets bereit für euch, dass ihr einsetzen, losfahren, tschüss. Mehr braucht ihr nicht zu machen. Das bietet alles Prinzengarage, und wenn ihr Lust und Laune habt, dann geht unten mal in den Link, und dort könnt ihr auf die dementsprechende Webseite kommen und könnt dort euch mal melden, per E-Mail, telefonisch oder mal vor Ort vorbeikommen. Alles ist unten in der Videobeschreibung in diesem Link dabei. Also ich wünsche euch viel Spaß und bis dann. Kommen wir mal zum Wesentlichen, und zwar haben wir ein Prachtstück, was für den Prepper und zum Survival-Umbau passieren wird. Also mit dem werden wir auch viel unterwegs sein. So, jetzt kommen wir mal zum Punkt T4. Das ist ein Prachtstück, der wird nächstes Jahr 30. Das heißt schlussendlich auch, der wird H-Kennzeichen bekommen. Das sind jetzt nur vorübergehende Kennzeichen. Ja, da fällt das mal das Mikro ab. Das sind vorübergehende Kennzeichen. Die werden natürlich nicht draufbleiben, ist ja ganz klar. So,
gucken wir jetzt mal mit, was alles so der T4 mit sich bringt. Wir fangen mal vorne an. 30 Jahre, die Zeit ist bei dem Fahrzeug nicht stehen geblieben. Das heißt, es hat Problemchen, es hat Öhrchen an kleinen Fahrzeugen, wie hier unten Rost. Hier vorne blättert sich schon ein bisschen ab. Das ist aber alles kein Problem. Das ist alles machbar, wie auch hier. Das ist alles machbar. Wie ihr seht, waren hier waren die Minusgrade am Werke und das Eis. So, warum haben wir ein T4 gewählt? Ganz einfach. Und warum 1995? So alt ist er nämlich, weil er einfach Vintage oder wie das heißt, ja, weil es einfach ein Oldschool-Fahrzeug ist und da wird sich halt schon krassomato viel kann man selber machen. So, jetzt kommen wir mal zum Thema selber machen. Wenn irgendwie was kaputt ist oder so, bei Neufahrzeugen, T6, T5 oder sowas, ja, da kannst du dich nicht einfach unter einem Auto legen und schnell den Zahnriemen wechseln oder den Keilriemen. Das geht nicht. Da musst du erstmal das ganze Ding auseinanderbauen und der halbe Motor hinten vorne weg machen. Das ist halt natürlich ein Vorteil von dem. Und dazu kommt, ist es so viel technisch, was einfach selber machbar ist. Beim Golf, ja, musst du halt alles rausbauen, bis du irgendwo an eine Sicherung drankommst oder an irgendeinen Stecker. Genau. Dann halt, ja, er ist dreckig, ja, der wird halt viel für ein Gewerbe benutzt, ist aber auch ist kein Problem, weil der wurde auch immer gewartet. Genau. So, dann machen wir mal hinten weiter, weil da wird sich das Hauptsächliche abspielen. Hier vorne ist alles grundlegend geputzt. Es wird natürlich nochmal durchgedampft und alles und die Sitze werden gereinigt. So, jetzt apropos Sitze. Und zwar war hier eine Bank drinne, eine originale VW T4 Bank von Jahre 1995. Die hat nächstes Jahr auch schon 30 Jahre auf dem Buckel, aber sieht noch tipptopp, gnadenlos geil aus. Und diese Bank brauchen wir nicht mehr und wir haben auch keinen anderen T4, wo wir sie da bräuchten können. Deshalb würde ich mal sagen, falls ihr das haben möchtet oder falls ihr es braucht, könnt ihr gerne einfach mal in die Kommentare euch mal melden oder einfach mal in Discord mich persönlich anschreiben und einfach mal Bescheid geben, ey, ich habe Bock, diese Bank zu kaufen. Also was für ein Preis kann man sich immer noch ausmachen, je nachdem. Aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. So, dann gehen wir mal nach hinten. Ist offen. So. Was halt hier gemacht werden muss, sind die Rollen. Das ist aber kein Problem. Die kosten 6, 13, 20 Euro. Aber das habe ich jetzt als Vordergrund noch nicht gekauft. So. Wie jetzt auch zum Thema T4, warum hinten keine Bank drin ist, weil der als LKW angemeldet ist. Warum? Günstiger, ganz einfach. Ganz einfach die Geschichte. So. Dann kommen wir auch schon zum Punkt Ausbau. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es hier schon einige Ersatzteile, Ölfilter, Simmering, Dichtung, Öl etc. Das sind alles so Dinge, die werden im Laufe der ganzen Video und Serie immer kommen. Könnt ihr euch angucken, Tipps reinschreiben oder Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr die Möglichkeit, werden sie Laufe des Videos dann beantwortet. Nicht von mir, aber von dem Ingenieur, von der Prinzengarage. So, was zeig mal hier mehr. Komm her. So, was wir halt sehen, ist ja halt hier die Kleinigkeiten. Das ist tatsächlich, sieht schlimm aus, aber ist gar nicht so schlimm. Das habe ich schon, so gut wie es geht, alles entfernt. Das Weiße ist, das sind diese Oxygenreaktionen. Kommt wieder ein Video, wo einfach auf den Rost drauf anspricht. Hier ist nur eins und da oben ist ein kleines Löchlein. Wird natürlich alles zugeschweißt, so wie auch hier die ganzen Ankerpunkte und die ganzen Abflusslöcher. Genau. Dann wird dieses ganze Raum auch ausgefuttert
mit Dichtung. Und ja, das war's dann eigentlich. Wie es dann genau gemacht wird, kannst du in der Serie sowie auch in der Folgen gucken. Einfach mal reinschauen und wenn es dir gefällt, liken. Und wenn du wenn du kommentieren möchtest, kommentier und nicht für dich behalten. Ja, genau. Und wenn du mal live dabei sein möchtest oder mal live irgendwie reagieren möchtest, dann kannst du jederzeit auf den Kanal auf Richtung Community kannst du deine Fragen oder auch Antwort stellen. Genau, das war's dann schon und mal schauen, was sich alles ergibt in diesem Bus.